Hallo Nina, ich bin der Raphael Enzler, ich bin geschäftsführender Partner von der Gut & Gut GmbH. Wir sind eine Firma mit Sitz in Zürich und Rotterdam, haben die Firma vor 3,5 Jahren gegründet. Und was wir machen Projektentwicklungen in den Bereich Tourismus, Kultur und Freizeit. Wir sind ein interdisziplinäres Team mit der Überzeugung, dass gute Projekte ein Werk ist von ganz verschiedenen Kompetenzen. Entsprechend haben wir Ökonomen, Hoteliere, Architekten, Kommunikationsleute in unserem Team. Einer der Mitgründer, der Christian Müller, der Architekt in unserem Team, der hat Wohnsitz in Rotterdam. Er ist als Schweizer nach dem Studium nach Holland gegangen, hat dort geschafft, hat ein eigenes Architekturbüro gehabt. Gerade am Anfang war das recht komplex gewesen, was Administration, Abrechnung anbelangt zwischen zwei Ländern. Die Schwierigkeit war, dass wir ursprünglich die Absicht hatten, uns Eigentümer der Firma alle anzustellen. Und das geht, wenn du einen Wohnsitz im Ausland hast, musst du eine Mindestanzahl Tage vor Ort sein, damit das überhaupt funktioniert. Und das haben wir mit der Zeit gemerkt, das funktioniert so nicht. Und dann haben wir uns angefangen zu überlegen, ja, braucht es jetzt für ein Rechtskonstrukt, dass man das sinnvoll lösen kann, dass man trotzdem alle Firmenteilhaber gleich behandelt. Wir haben dann mit Anwälten geredet, wir haben mit Steuerexperten geredet, wir haben ein Treuhandbüro von Anfang an gehabt, das einfach unsere Buchhaltung, Finanzen gelöst hat. Und wir haben relativ lange nur bruchstückhafte Antworten gehabt. Es hat auch nie wirklich die Antworten befriedigend zusammengepasst. Unsere Lösung war, dass wir 2 Firmen gegründet haben für das. Also wir haben in Holland das Architekturbüro, das schon Bestand hat, gekauft und eine Tochterunternehmung gemacht. Und inzwischen tun wir zwischen der Hauptfirma, die in der Schweiz ist, und der holländischen Firma unsere Leistungen hin und her verrechnen. Wir haben unsere Buchhaltung bisher outgesourced gehabt, das heisst, das Buchen und der ganze Abschluss war bei einem Treuhandbüro gewesen. Wir werden neu das ganze Buchen selber machen, wir werden das mit Banana lösen und für die Personaladministration, die lassen wir im Moment noch beim Treuhandbüro. Der Grund, wieso wir das jetzt selber machen, ist ein Kostengrund. Also wir können bestehende Ressourcen so besser auslasten und es kommt uns deutlich günstiger. Das ist das eine. Das zweite ist die Verfügbarkeit von Daten und Komplexität, um Sachen outsourcen. Es ist relativ aufwendig, trotzdem, wenn man eine zweite outsourcete Buchungsstelle hat, in der man ja Beleg weiterhin muss kennen, verfügbar machen und an 2 Orten die Daten natürlich liegen und die noch nicht vollständig transparent für uns auch laufend zugänglich sind. Grosse Herausforderung sind Datenmengen. Also wir arbeiten dadurch, dass wir eben Architekten, Kommunikationsleute und so weiter unter einem Dach haben, mit zum Teil mit sehr grossen Datenbeständen. Pläne, Film, Videos, Fotos. Und das Umgehen mit grossen Datenbeständen, mit Transferieren, mit Archivieren, das ist eine Herausforderung. Die zweite ist, selbst in einem kleinen Team Standards definieren und die konsequent durchzusetzen, auch im elektronischen Bereich. Das ist eine Herausforderung. Datenablagen so zu organisieren, dass man das Zeug wirklich noch findet bei einer grossen Anzahl Projekte. Dort sehen wir im Moment die Hauptherausforderung. Wir arbeiten fast papierlos und es ist so ein bisschen auch ein bisschen persönliche Passion. Und jetzt hatte ich irgendwo den Anspruch gehabt, wenn wir ein Büro ganz von Null auf aufsetzen kann, dass wir wirklich von Anfang an uns überlegen, was für Tools setzen wir ein. Für uns ist natürlich der ganze Umgang mit Adressen und die ganzen Projektmanagement-Tools, das ist etwas Wichtiges. Wir arbeiten dort mit Insightly, das sehr ein integriertes Tool ist, wo wir sogar unsere Newsletter davon aus ansteuern können, wo wir unsere Adressbestände sehr systematisch noch clustern und taggen und wo wir auch den Ablauf von Projekten, die wiederkehrend sind, können hinterlegen und die Aktivitätenpläne immer wieder nutzen. Auf dem Bereich der Zeiterfassung, dort ist ja auch so, dass wir viel unterwegs sind und möglichst schlank auch Zeit erfassen, wenn wir auf diesen verschiedenen Projekten arbeiten. Dort arbeiten wir im Moment mit Harvest.
Danke Ihnen, dass ich da sein durfte. Ich finde es toll, eure Initiative. Wir sind überzeugt davon, dass Vernetzen und zugänglich machen von Wissen einer von diesen Faktoren ist, wo uns als Menschen in Zukunft weiterbringt. Und ich finde, dass genauso Plattformen wie ihr das leistet, indem man das Wissen offen miteinander teilt. Merci.